Die häufigste Krebsart bei Männern ist das Prostatakarzinom. Und die häufigste Komplikation nach einer OP ist der unwillkürliche Urinverlust. Aber das muss nicht so bleiben. Mit gezieltem Beckenbodentraining können auch die Männer ihre Blase wieder voll unter Kontrolle bringen. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Beckenboden richtig ansteuern kannst, was wichtig ist bei dem Beckenbodentraining und wann du am besten damit anfangen solltest. Also bleib dran! Bei einem Prostatakarzinom wird häufig die gesamte Prostata entfernt, um die Krebsausbreitung zu verhindern. Danach kommt es häufig zu einem unwillkürlichen Urinverlust bei den Männern. Es liegt daran, dass während der OP nicht nur die Prostata entfernt wird, sondern auch die umliegenden Strukturen wie die inneren Schließmuskeln beeinträchtigt werden können. Der Beckenboden, der eine wichtige Rolle bei der Blasenkontrolle spielt, muss dann zusätzliche Arbeit leisten. Wenn der Beckenboden aber nicht trainiert ist, fällt es schwer, die Kontrolle wiederzugewinnen. Viele Männer wissen gar nicht, wie sie den Beckenboden anspannen können, geschweige denn, wie sie ihn richtig trainieren können. Also, zu Beginn. Der Beckenboden ist eine Gruppe von Muskeln, die das Becken unten schließt. Er verläuft von den Schambeinknochen nach hinten Richtung Steißbein. Also, die Muskelschicht verläuft von dem Schambein bis nach hinten zum Kreuzbein, wie meine Hand jetzt gerade. Es schließt die untere Öffnung und schließt auch von rechts nach links, so dass das Becken unten komplett geschlossen ist. Dabei sind bei Männern nur 2 weitere Öffnungen vorhanden. Einmal für den After und einmal vorne für die Harnröhre. Das A und O beim Beckenbodentraining, damit es funktioniert, ist, dass du die richtige Muskelgruppe anspannst. Daran schaltet es schon bei extrem vielen Menschen. Die spannen alles andere an. Bauch, Beine, Po, aber der Beckenboden selbst gar nicht. Vor allem bei den Männern. Die wissen noch nicht mal, wo der Beckenboden ist, bzw. wie es sich anfühlt. Und dafür ist erst diese Übung. Es geht darum, dass du die Beckenbodenanspannung wahrnehmen kannst und kontrollieren kannst. Wiederhole diese Übung so häufig, bis du das Gefühl hast, dass du diese Spannung kontrollieren kannst. Du kannst dir auch gerne einen Spiegel nehmen, dass du auch visuell siehst, was du gerade machst, oder du schaust einfach mal hin. Dafür legst du dich hin bzw. du setzt dich so hin, dass der Oberkörper an einer Wand angelehnt ist. Das Becken bringst du etwas nach vorne. Die Beine sind erstmal breiter positioniert und du platzierst deine beiden Hände. Vorne hat man den Schamknochenbereich, direkt da vorne ist ja der Penis. Du platzierst deine Hände rechts und links davon, von deinem Penis, und die Finger, die zeigen nach hinten Richtung Damm. In dieser Position stellst du dir erstmal vor, dass du den Urinfluss unterbrechen willst, dass du den stoppen willst. Und diese Anspannung solltest du ausüben. Bei der Anspannung müsstest du sehen, dass der Penis sich inwärts bewegt, in deine Körpermitte hinein. Der wird kürzer. Und gleichzeitig heben sie sich auch die Hoden. Wenn das bei dir passiert, dann kannst du dir erstmal sicher sein, dass du die richtige Muskelgruppe angespannt hast. Wenn es nicht so ist, dann spannst du irgendwas anders an, aber nicht der Beckenboden. Und nur der Beckenboden ist dafür zuständig, dass du wieder kontinent wirst. Also üben wir es noch einmal. Oberkörper abgelegt, an der Wand oder an der Bettkante, was denn auch immer. Die Beine bequem ablegen seitlich. Deine Hände platzierst du unterhalb von dem Schambein, unterhalb oder seitlich von dem Penis und den Hoden. Die Finger, die zeigen nach hinten Richtung After. In dieser Position versuchst du nun, den Urinfluss zu unterbrechen. Spann den Beckenboden an, so als ob du den Penis und die Hoden reinziehen bzw. hochziehen willst.
Halte diese Spannung an und atme ganz normal weiter. Versuche diese Spannung für mindestens 10 Sekunden aufrecht zu halten. Bei der nächsten Spannung wiederholst du genau das Gleiche, aber gib besonderes Acht darauf, dass du nicht die Oberschenkel innen, aber auch nicht den Bauch ranziehst. Das wäre ein Zeichen, dass du kompensatorische Muskulatur nutzt und nicht im Vordergrund der Beckenboden aktiv ist. So, nun wo du weißt, wie du den Beckenboden richtig anspannen kannst, und das ist das Wichtigste von allem beim Beckenbodentraining, zeige ich dir noch die 2 wichtigste Übungen, damit du wieder kontinent wirst. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass es extrem wichtig ist, dass man 2 Arten von Übungen durchführt. Der Beckenboden, wie jeder andere Muskel in unserem Körper, der hat 2 unterschiedliche Arten von Muskelphase. Eine Muskelgruppe, die ist zuständig für die Schnellkraft. Die ist extrem wichtig, wenn sie den Druck kurzfristig, aber sehr stark im Bauch erhöht, wie zum Beispiel, wenn man etwas hochhebt oder beim Husten. Die zweite Muskelgruppe, die sind die langsamen anspannenden Muskeln. Die sorgen dafür, dass man über längere Zeit eine Grundspannung erhält. Die erste Übung für die Schnellfasergruppe. Du stellst dich aufrecht hin, sorge dafür, dass man auch den Oberkörper so weit wie möglich aufgerecht ist. Stell dir mal vor, du hast ein Seil, die dir eine Länge zieht. Dein Gewicht ist hauptsächlich nach hinten auf die Ferse verlagert. Es heißt aber nicht, dass deine Füße, dass deine Zehe locker in der Luft sind, sondern nur das Gewicht ist etwas nach hinten. Jetzt nimmst du deine beiden Finger wieder und platzierst die wieder am Beckenbodenbereich, links und rechts von dem Peniswurzel. Kurzfristig spannst du den Beckenboden so an, als du den Penis reinziehen willst bzw. die Hoden heben willst. Halte diese Spannung nur für 1 Sekunde, also ziehe es alles rein und lass es dann gleich wieder los. Wichtig ist, es muss kräftig, knackig und kurz sein. Und du musst auch darauf achten, dass du wieder komplett entspannen kannst. Weil ein Beckenboden soll kräftig, aber auch entspannungsfähig sein. Also, noch einmal. Etwas mehr als hüftbreit die Beine auseinander, eine aufrechte Körperhaltung, die Schultern sind locker. Dein Gewicht ist nach hinten auf die Ferse verlagert. Nun ziehst du den Penis rein und hebst die Hoden hoch. Kurz anspannen, am besten machst du es vor dem Spiegel, dass du auch sehen kannst, was du machst, und dann wieder loslassen. Je kräftiger die Spannung ausfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch den Bauchmuskel mitnimmt. Prinzipiell ist es nicht schlimm, weil der Beckenboden mit dem Bauchmuskulatur verbunden ist. Jedoch ist es extrem wichtig, dass du in der Lage bist, beide Muskelgruppen getrennt anzusteuern. Vor allem, dass du in der Lage bist, nur den Beckenboden anzusteuern. 10 Mal sollst du es wiederholen. 10 kräftiger anspannen, Penis und Hoden hochheben und dann wieder loslassen. Wenn du jemanden kennst, der eine Prostata-OP haben wird oder schon gehabt hat, schick ihm dieses Video. Ich bin mir sicher, dass Lebensqualität ist deutlich erhöht, wenn man den Beckenboden kontrollieren kann. Und weiter geht's zu unserer letzten Übung. Bei der letzten Übung wollen wir jetzt die Ausdauerphasenmuskel trainieren. Dafür solltest du die Übung auch am besten im Stehen machen. Dadurch, dass die Schwerkraft das gesamte Innenorgan etwas nach unten drückt, ist es schwieriger für den Beckenboden zu arbeiten. Sicherlich kannst du die Übung zu Beginn auch in Rückenlage machen. Das ist einfacher für den Beckenboden und auch einfacher für die Wahrnehmung. Langfristig gesehen müsstest du es aber im Stehen machen, weil normalerweise die Inkontinenzenfällen passieren ja im Stand. Also stell dir mal hin, deine Knie, die sind leicht gebeugt und dein Rumpf wird jetzt nach vorne gebeugt. Dadurch hast du jetzt mehr Druck auf den vorderen Bereich von dem Beckenboden. Deine Hände nimmst du jetzt nach hinten, so nah wie du kannst von dem Dammbereich. Es müsste ungefähr so aussehen. Wenn du die Sitzbeinhocker hast, diese knochigen Punkte im Becken,
Den platzierst du deine Fingerspitze nach innen zeigen, ab diesem Punkt Richtung Damm. Wichtig ist, dass du etwas nach vorne die Finger bringst und nicht nur in dem Afterbereich. Es hat damit zu tun, dass der vordere Bereich, der hauptsächlich dafür zuständig ist, dass man wieder Kontrolle auf den Urinfluss hat. Also in der Position deine Finger nach hinten bringen. Du kannst, auch wenn es dir leichter ist, die Hand von vorne platzieren, dann unterhalb von dem Penis zwischen Hoden und Damm. Dein Oberkörper soll möglichst gerade bleiben, jedoch ist der Rumpf etwas nach vorne gebeugt. Und in dieser Position machst du dann die Grundspannungsübung. Das heißt, du spannst den Beckenboden so an, als ob du den Urinfluss stoppen willst, bzw. den Penis reinziehen willst in dir hinein. Nicht mit voller Kraft, sondern eher so submaximal. Das heißt, du stellst dir vor, du würdest 100% anspannen können, machst es aber nicht, sondern spannst den Beckenboden nur so zu 60-70% an. Eine leichte Spannung, aber nun hältst du dies für mindestens 10 Sekunden. Behalte diese Spannung, du wirst spüren, irgendwann hast du das Gefühl, es wird weniger, dann spannst es wieder an und halte es für 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden lässt du die Spannung dann wieder los, entspannst das Ganze für weitere 10 Sekunden und wiederholst es nochmal 10 Mal. Also 10 Anspannungen für jeweils 10 Sekunden mit jeweils 10 Sekunden Pause dazwischen. Und das war's schon. Diese 3 Übungen haben nachweislich die Kontinenz nach einer Prostata-OP deutlich verbessert als bei Patienten, die es nicht geübt haben, bzw. die nur die Anweisung bekommen haben, in Rückenlage zu üben. Du solltest das Training mindestens 5-mal in der Woche durchführen und das am besten 2-mal am Tag. Ich danke dir fürs Zuschauen, probiere die Übungen aus und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!